Hi, bekommst du so wie ich auch öfters Kopfweh von Haargummis, wenn die einfach die Haare zu streng nach hinten sitzen? Mir geht es oft so und ich habe jetzt eine Lösung dafür. Ein Produkt, mit dem ich mindestens 3 Haarstyles zaubern kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Das habe ich mehr durch Zufall entdeckt auf einem Mittelaltermarkt. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ich es verwende. Das ist einfach so ein Haarkamm. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Längen, in verschiedenen Breiten und natürlich in verschiedenen Designs. Ich habe jetzt hier was ganz Schlichtes und Gold in einem blonden Haar. Sieht man auch gar nicht so auffällig. Also gibt es verschiedene Varianten. Ich verlinke euch mal Haarkämme auf Amazon, die ich sehr schön finde, die schon auf meiner Watchlist sind. Der erste ist wie ein normaler Pferdeschwanz. Dafür nehme ich die Haare zusammen. Versuche, dass sie hinten so ein bisschen voluminös sind, wenig komische Falten machen. Dann drehe ich sie ein. Ach so, jetzt drehe ich mich mal um. Dann drehe ich die Haare einmal ein und jetzt kommt der Haarkamm. Von unten spieße ich rein, nur ein kleines Stück in die Haare, drehe ihn dann oben herum und gehe komplett durch den ganzen Pferdeschwanz runter. Und du siehst, es hält. Das Allergeilste ist daran jetzt, man kriegt davon keinen Kopfweh, weil die Haare nicht wie von einem Gummi so mega stramm an der Kopfhaut hingezogen werden. Die sind hier immer noch lockerer und wenn ich es lockerer haben will, dann ziehe ich sie hier noch ein bisschen raus. Es zieht nichts und wenn ich diesen Haarstyle jetzt auflösen will, greife ich einfach an den Haarkamm und ziehe ihn raus. Schon sind die Haare offen und das geht so schnell und das ist mega angenehm, weil mit einem Haargummi, du kennst es selber, du machst ihn rein und ziehst und dann verheddert er sich wieder, ouch, und du reißt dir 5000 Haare aus. Unfassbar, wie viele Haare wir uns schon mit einem Haargummi ausgerissen haben, oder? Du kennst es auch. Dann nehme ich wieder die Haare zusammen. Wie auch immer, auf welcher Höhe man das auch immer machen will, bleibt er dir auch überlassen. Und dann drehe ich sie ein. So würde ich es ja mit einem Haargummi letztendlich auch machen. Gehe jetzt mit dem Haarkamm hier unten rein, schaue, dass ich irgendwo Halt bekomme, drehe ihn um und steche von oben wieder durch den Dutt hindurch. So, und schon hält es. Bombenfest. Hier kann man natürlich noch damit spielen, wenn man jetzt einen Haarkamm hat mit verschiedenen Styles hier oben. Da kann man ja richtig was hermachen damit. Ich finde den auch so schön, edel durch das Gold. Also es ist einfach Messing, ehrlich gesagt. Es ist kein echtes Gold, aber ich finde es so schön. Auch bei dem Dutt, wenn ich ihn auflösen will, ziehe ich einfach den Haarkamm raus. Und schon sind die Haare wieder offen und befreit. Und ohne, dass man lästige Haargummiabdrücke dann im Haar hat. Das kennt auch jeder, oder? Haarstyle Nummer 3 ist jetzt der edelste von den allen. Hast du einen tollen Abend vor, dann mach diese Frisur. Ich nehme sie zuerst wieder zu einem Pferdeschwanz zusammen. Diesmal nicht ganz so weit oben. Drehe sie. Also es ist eigentlich immer dasselbe. Dann überschlage ich sie einmal über sich selber. Das, was jetzt hier bei mir noch übrig ist, das kann man noch irgendwo reingeben. Und jetzt wickle ich sie einfach in die anderen Haare hinein, so. Es entsteht wie ein Bananabun und den kann man jetzt wieder fixieren, indem man mit dem Haarkamm hier in das offene Haar sich was holt, den Haarkamm oben umdreht und in den Bananabun hineinsticht. Okay, das hat nicht gehalten. Das probiere ich nochmal so. Muss ein bisschen auch ausprobieren, wann man den besten Halt findet. Jetzt bin ich drinnen und es hält. Das ist eine Frisur, die ich für abends fürs Ausgehen machen würde, für einen schicken Abend. Schau, hier fallen jetzt schon meine Ponysträhnen raus. Die kann man jetzt nochmal schön locken vielleicht. Ich muss dazu sagen, das hält jetzt bei mir so gut, weil ich Texturspray drin habe. Wenn deine Haare super frisch gewaschen sind, einfach nur geföhnt, dann werden die so weich sein, dass wahrscheinlich der Kamm nicht so gut hält und die Haare nicht so gut klebrig aneinander bleiben. Also du brauchst was für Halt in deine Haare. Und natürlich kannst du diese Frisur jetzt wie jede andere Frisur wieder mit Haarspray fixieren. Ganz klar, würde ich jetzt auch machen, wenn ich vorhabe, dass sie den ganzen Abend hält. Aber die ist so schnell gemacht, selbst wenn sie dir kaputt gehen würde auf deinem Fest, auf deiner Feier, dann gehst du schnell aufs Klo und hast sie innerhalb von nicht mal einer Minute neu gemacht. Also du hast es ja gesehen, es ist so schnell. Und das kann ich übrigens mega krass empfehlen. Habe ich neu, ich habe es jetzt erst ein paar Mal ausprobiert, aber das ist eines der besten Textursprays, das ich je hatte. Und zwar von Glint. Okay, wir öffnen diese Frisur wieder. Und schon sind die Haare befreit. Und nicht nur
dass sie keine hässlichen Druckstellen haben. Sie sehen auch noch super schön aus. Wenn man den ganzen Abend den Haarkamm drin hat, dann werden sie eine super schöne Welle erhalten. Du siehst es jetzt schon und es war nur so kurz. Und man kann sich noch allerlei andere Sachen damit ausdenken. Natürlich geht auch ein Halfbun. Ja, also man muss jetzt nicht den Dutt so machen, wie ich ihn gemacht habe mit allen Haaren. Das ist jetzt der Bonus-Haarstyle Nummer 4. Wichtig ist immer, dass man ein paar Kopfhauthaare auch mit erwischt. Also die nah an der Kopfhaut liegen und dass man dann einmal quer durch den ganzen Dutt sticht. Ich hoffe, dieses Quick-Tip-Hairstyling-Video hat euch gefallen und ihr habt Bock, auch mal einen Haarkamm auszuprobieren. Ich will es ja nicht verschreien, aber über Jahre hinweg mein Must-Have im Haarstyling, weil es so schnell und einfach geht. Ich denke nicht, dass ich diesen Haarkamm online finden kann, den ich hier habe, denn der war von einem Mittelaltermarkt. Also es ist handgefertigt, aus Messing, aber wenn ich was Vergleichbares irgendwo online finde, ich versuche es, dann verlinke ich euch das. Schau dir doch auch mal diese Haarstyling-Videos von mir an und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!